In aller Welt ist es Brauch, sich zum Beginn eines neuen Jahres mit guten Vorsätzen zu wappnen und einen optimistischen Blick in die Zukunft zu wagen. Genau das hatte auch ich mir für die Tage zwischen den Jahren vorgenommen. Meine Weissagungen für das Jahr 2025 mussten leider aufgrund unvorhergesehener Umstände entfallen. Stattdessen durfte ich die Archive in unserer Dachkammer aufräumen. Bei dieser Gelegenheit entdeckte ich diverse Erinnerungsstücke aus meiner Kindheit, wie zum Beispiel das Buch »Was Kinder wissen wollen« von 1968. Die Errichtung von Trabantenstädten als zukünftiger Wohnraum der Menschheit wird dort vorausgesagt. Diese Trabanten sollen über vielspurige Autobahnen an moderne Großstädte mit Verwaltungs- und Kongresszentren angebunden werden. Besonders die unterirdischen Stadtzentren mit Bahnhöfen, Supermärkten, Tankstellen und mit Kinos erschienen mir als Kind recht verheißungsvoll. Neben anschaulich bebilderten Beiträgen zur Geografie und zur Industriegesellschaft enthält das Buch Beschreibungen vieler Berufsfelder. Von Ärzten bis Zimmerleuten werden zahlreiche Professionen kindgerecht dargestellt. Besonders die Schilderung der Arbeit am Theater und im Film hatte es mir angetan wegen der hübschen Kulissen. Aber auch der Abschnitt über die Farbseparation im Offsetdruck weckte meine Neugier. Auffällig an diesem Kinderlexikon ist das Fehlen jeglicher Erwähnung von Computeranwendungen. Selbst im Bericht über die moderne Raumfahrt werden digitale Flugbahnberechnungen mit keinem Wort erwähnt. Gab es denn damals noch keine Computer? Eine Antwort auf diese Frage liefert ein Blick in 2 große Briefumschläge, die meine Mutter fein säuberlich mit Zeichnungen 1967 und Zeichnungen 1968 beschriftet hatte. In diesen Kuverts finden wir unter anderem ein unvollständiges Listing zur Lösung komplexer Gleichungssysteme auf dem Großrechner TR-440. Dieses Listing stammt leider nicht von mir, sondern vermutlich von einem Kollegen meines Vaters. Meinen eigenen Beitrag zu dem Werk finden wir auf der Rückseite des Blattes und es lässt sich heute nicht mehr mit Gewissheit erkennen, ob die Kinderzeichnung ein schmales Haus oder doch eine dicke Rakete darstellen soll. Mein Vater arbeitete damals bei Telefunken im Fachbereich Informationstechnik. Dort war er unter anderem für die mechanische Entwicklung des Großrechners TR-440 zuständig. Viel weiß ich leider nicht über die Arbeit meines Vaters, weil die meisten seiner Projekte als vertraulich oder geheim klassifiziert waren. Wie zum Beispiel auch die streng vertrauliche Expertise vom 5. Juni 1967 zum Design des TR-440. In diesem Dokument wurde die Frage erörtert, ob es zulässig und technisch machbar sei, für einen wichtigen Kunden die Rechner mit Holzgehäusen zu fertigen. Ohne Geheimnisverrat zu begehen, kann ich verraten, die Antwort lautete Nein. Doch wie es so oft ist im Leben, der Kunde blieb König und etliche der Systeme wurden später mit Türen aus Palisanderholz geliefert. Zwischen 1969 und 1974 baute und verkaufte Telefunken immerhin 46 dieser Anlagen für schlappe 15 Millionen D-Mark pro Einheit. Der TR-440 galt zu jener Zeit als der schnellste in Europa entwickelte Computer. Zahlreiche Informatiker haben an deutschen Universitäten das Programmieren an einer dieser Anlagen gelernt. In den vertraulichen Dokumenten verbirgt sich vielleicht auch ein Hinweis, weshalb mein Kinderlexikon keine Computeranwendungen erwähnt. Der Einsatzbereich dieser Maschinen wurde fast ausschließlich in einem begrenzten wissenschaftlichen oder industriellen Bereich gesehen. Computer für die private Nutzung oder für Unterhaltungselektronik verwarf man in den 60er Jahren als Ausgeburt der Science Fiction. Denn dort gab es sie durchaus. Mit großer Begeisterung habe ich, nachdem ich lesen gelernt hatte, das Buch Start zu den Sternen von Willem Peter Herzog verschlungen.
Das Buch war bereits 1959 erschienen und beschreibt neben interstellaren Raumfahrzeugen modern anmutende Digitalkameras, sprachgesteuerte Übersetzungscomputer und Serviceroboter. Sehr viel düsterer und utopischer erscheint da der Roman Simulacron 3 von Daniel F. Legui aus dem Jahr 1964, in dem die Protagonisten in einer VR-Simulation gefangen sind und erst nach und nach das Wesen und den Ernst ihrer Lage erkennen. Dieser Roman wurde 1973 von Rainer Werner Fassbinder unter dem Titel Welt am Draht verfilmt. So haben sich die Werte gewandelt. Vor 60 Jahren waren Computer fast unerschwinglich teuer. Geräte für die private Nutzung beherrschten kaum mehr als die mathematischen Grundrechenarten und waren doch größer als eine mechanische Schreibmaschine. Dass persönliche Computer in absehbarer Zeit in der Lage sein könnten, natürliche menschliche Sprache zu verstehen und intelligent darauf zu reagieren, wurde unter Fachleuten als utopisch, unsinnig und als Verschwendung kostbarer Rechenleistung angesehen. Es galt schon als technisches Wunderwerk, wenn eine Briefsortiermaschine eine Adresse erkennen konnte, die in einer computerlesbaren Schrift auf die richtige Stelle einer Postsendung gedruckt war. Der Informatiker Joseph Weizenbaum am Massachusetts Institute of Technology warnte schon damals vor der Gefahr einer unreflektierten Technikgläubigkeit. Er hatte 1966 einen relativ simplen Chatbot namens Eliza programmiert, um die Verarbeitung von textbasierten Dialogen zu demonstrieren. Entsetzt stellte er fest, dass viele Testnutzer nicht bereit waren zu glauben, dass sie sich mit einem Computer unterhielten. Heute stehen wir vor dem umgekehrten Problem, dass wir uns selbst bei alltäglichen Fragen von den Fähigkeiten unserer digitalen Helfer abhängig gemacht haben. Wenn wir heute erleben, dass unsere Netzverbindung für eine Weile ausfällt, überkommt uns ein ganz ungewohntes Gefühl der Muße und wir denken schuldbewusst und sorgenvoll daran, was wir alles erledigen müssen, sobald wir wieder online sind. Euch wünsche ich für das kommende Jahr ungestörte Momente, in denen ihr die Freuden der natürlichen Intelligenz genießen könnt.